Liebe Trompeter, liebe Blechblasfreunde, heute geht es um ein ganz spezielles Thema. Ein heikles Thema, aber total spannendes Thema. Eine fertige Trompete soll nachgestimmt werden. Der Trompeter ist mit der Intonation zu Recht nicht zufrieden, schickte uns dieses Teil zu und fragte, könnt ihr das ausstimmen? Ich habe es bereits vermessen, ich zeige euch, wie das geht. Die kompletten Längen habe ich schon abgenommen. Die Trompete wird nachher in der Werkstatt zerlegt, ausgestimmt, an manchen Stellen weitergemacht, an manchen Stellen eingeengt. Total spannend. Aber zunächst muss ich natürlich die Werte nochmal ermitteln und am Computer errechnen, wo kann ich was wie ausstimmen. So, und nun stecken wir die Trompete auf den Messkopf mit dem Mundstück und vermessen die Intonation. Die Trompete steht auf dem Messkopf und nun schalte ich mal die Messung ein. Ihr hört Sinus glissandi. Hier sehe ich die Intonation, auf die kommt es heute sehr an. Deshalb jetzt mal die erste Messung. Stoppen ab und messen. Es handelt sich hier um eine D-Trompete, deshalb ist der Grundton hier mit D angegeben, der nächste Naturton mit A und hier wieder das D. Und wir sehen schon das ganz große Problem der Trompete. Ich bin unten relativ tief, schon in der ersten Oktave relativ hoch. Also wir haben hier eine Spreizung von 40 und minus 45, also von über 80 Cent. 100 Cent sind ein Halbton. Und wir sehen, das D3 oben ist auch sehr, sehr tief. Jetzt geht es daran, die kompletten Ventilkombinationen zu vermessen und dann auszurechnen, was kann ich an dieser Trompete ändern. Hier sind wir im Korrekturprogramm. Ihr seht, die Trompete ist hier eingegeben. Natürlich kann ich immer nur eine Ventilkombination analysieren. Hier haben wir Griff 0, hier ein tiefes D, hier das mittlere D, also innerhalb von einer Oktave ganz, ganz große Spreizung. Und hier sehen wir die Trompete. Die Länge ist natürlich genau eingegeben. Hier vorne Schallbecher, hier hinten ist Mundstück. Und hier sitzt mein Veränderungskreuz. Das bedeutet, wenn ich nach oben gehe, hier Richtung Schallstück, verändert sich die Intonation komplett. Alle Töne verändern sich. Hier unten ebenso. Das bedeutet, wenn ich nach unten gehe, enge ich die Trompete ein. Wenn ich nach oben gehe, erweitere ich die Trompete an dem gewissen Punkt. Nun lassen wir mal den Rechner ausrechnen, wo ich die Trompete verändern bzw. verbessern kann. Die roten Punkte zeigen extrem gute Veränderungsmöglichkeiten an. Hier natürlich ganz schlecht, wenn hier bin ich im Mundton, geht nicht. Ich muss da immer auch manuell mal durchfahren, wo kann ich wie was verändern, um die Intonation der Trompete zu verbessern. Und jetzt ist natürlich das zusätzliche Problem, wenn ich jetzt hier die Trompete erweitere, beispielsweise, kann sein, dass ein anderer Griff überhaupt nicht mehr stimmt. Das ist jetzt ein richtig langer Prozess, an dem ich ausrechne, wo ich was machen kann, bevor ich in die Werkstatt gehe. Und das mache ich jetzt. So einfach sieht das kleine Ergebnisprotokoll für die Werkstatt aus. Hier drauf steht, wo wir die Trompete jetzt mal verändern. Natürlich ist immer spannend. Kommt genau dasselbe Ergebnis raus. So ein Instrument muss natürlich auch schön verändert werden. Ich kann hier nicht eine riesen Beule reinmachen und hier einfach das Instrument einlegen. Es muss ja nachher auch noch einigermaßen gut aussehen und noch gut ansprechen. Ich habe hier errechnet bei 17,4 cm vom Schallstück aus etwa hier auf einer Länge von 8,5 cm plus und minus, also 16 cm, eine Erweiterung von 8%. Eine große Änderung, jetzt gehen wir in der Werkstatt runter. Der Steffen Holder steht schon bereit und wartet auf meinen Zettel. Die Trompete wird zerlötet. Viel Spaß beim Zuschauen. Das Schallstück wird komplett herausgelötet. Natürlich verbrennt dabei einiger Lack. Hier werden die Änderungspunkte angerissen. Das ist in der Mitte der Hauptpunkt, links und rechts davon. Jeweils der Endpunkt, also die größte Änderung, wird in der Mitte vorgenommen und an den Endpunkten, an den zwei schwarzen Strichen, muss das Instrument wieder sauber in den ursprünglichen Konus laufen. Hier werden die Lötstellen komplett gesäubert, weil wenn man später das Instrument glüht, fressen sich sonst die Zinnreste ins Instrument rein. Jetzt wird das Instrument geweitet mit einzelnen Bolzen. Man sieht schon eine deutliche Erweiterung. Die Bolzen sind im Zehntel oder 2/10 Millimeter Abstand und werden dann in die Trompete getrieben und, wie ihr hier seht, wieder ausgeschüttelt.
Um das Instrument weich zu machen danach, wird es geglüht. Somit kann die komplette Struktur, die es jetzt beim Aufweiten ergeben hat, wieder glatt gerieben werden. Und nach diesem Vorgang geht die Trompete wieder auf den Messcomputer. Wir sind alle sehr gespannt, wie sich die ganze erste Änderung ausgewirkt hat. Jetzt wird es spannend. Die erste große Änderung in der Werkstatt wurde vollzogen, wunderbar verrieben und das Schaltstück praktisch wieder eingesteckt, wird dann erst am Schluss verlötet. Jetzt kommt die Trompete erneut an den Vermessungscomputer. Ich bin sehr gespannt. Die Trompete steckt wieder auf dem Messkopf und los geht's. Wow! Warum sage ich wow? Wir sehen ja immer noch einen deutlichen Anstieg, aber hier sehen wir nur noch minus 35 und hier plus 10. Ich bin gespannt, wie wir die beiden Kurven aufeinander legen. Das tun wir jetzt. Und wir sehen ein unglaublich tolles Ergebnis. Hier die blaue Kurve ist der Ausgangswert und die neue Kurve, wir sind fast um die Hälfte schon besser geworden. Und der Abstand vom D2 zum D3 ist deutlich geringer geworden, wenn wir hier das D2 haben und hier das D3. So, jetzt wird wieder gerechnet und dann werden wir wieder in die Werkstatt gehen. So, wir sehen hier zwei Schaubilder. Warum zwei Schaubilder? Hier haben wir den Griff 0 und hier haben wir den Griff 1. Ich muss ja immer die Änderung der Trompete mit den Hauptgriffen 0 und 1 ausprobieren und dann den besten Kompromiss suchen. Wenn wir so eine Intonation erreichen würden, die alles viel mehr zusammenschiebt und vor allem unsere hohe Lage deutlich nach oben setzt, dann wäre unglaublich viel gewonnen. Die Trompete wäre jetzt schon super spielbar. Deshalb führen wir jetzt diese zweite große Änderung an der Trompete in der Werkstatt durch. Die zweite große Änderung ist vollzogen. An der ähnlichen Stelle ein bisschen weiter vorne. Man sieht jetzt schon, das Schaltstück wird deutlich dicker hier. Die Mensur ist deutlich verändert. Jetzt messen wir das Instrument, die Intonation, die Ansprache nach der zweiten großen Änderung. Wow, ich bin begeistert. Es ist unglaublich, wie hoch wir unseren 8. Naturton bekommen haben. Und wir sehen jetzt von minus 10 bis plus 10 gerade mal noch 20 Cent, also völlig normal für eine Trompete. Und hier mit dem 5. Naturton gerade noch mal so 12, 13 Cent nach unten. Jetzt legen wir die Kurven mal übereinander und vergleichen diese. Ich habe die unterschiedlichen Messungen gespeichert. Hier haben wir den Ausgangswert in Violett, dann die erste Änderung hier in Türkis und Griff 0, die zweite Änderung in Grün. Und jetzt schauen wir die Kurven übereinander an. Unglaublich die Verbesserung. Hier die violette Kurve, der ganz große Unterschied von minus 40 bis plus 40 hier oben. Dann die türkise von minus 40 bis nur noch etwa 0. Und die ganz neue grüne Kurve geht von minus 18 bis 0. Wir sind auch hier im 4. Naturton unglaublich gut. Und jetzt schaut euch das an. Der 8. Naturton voll auf der Nulllinie. Also die Trompete wäre jetzt schon sehr, sehr gut spielbar. Und das, was mich am allerbesten freut, wir sind sogar von der Ansprache und von der Ansprachekurve, also Resonanzamplitude und die Resonanzgüte, sogar besser als das Original. Wir haben gesehen, durch die ersten zwei großen Veränderungen an der Trompete haben wir deutliche Verbesserungen erzielt. Ich könnte die Trompete jetzt schon richtig gut spielen. Aber es gibt schon noch Feinheiten, die wir noch rauskitzeln könnten. Ich habe mit dem Computerprogramm ausgerechnet, dass wir hier oben, von hier bis hier etwa durch eine Einengung nochmals in der Höhe, vor allem in der Höhenlage, deutliche Verbesserungen erzielen könnten. Das Problem ist immer, wenn ich eine Verbesserung mache, kann sein, dass die andere Griffkombination verschlechtert wird. Deshalb muss ich immer die Änderung in verschiedene Griffe im Computer eingeben, also Griff 0, Griff 1, das sind unsere Hauptgriffe. Das ist eine große Herausforderung in der Werkstatt, jetzt die Trompete hier in dem Bereich einzuziehen, also wir sagen einziehen, enger machen und danach wieder einen tollen Verlauf herzustellen, müssen wir die Trompete glühen, nachher mit Blei eingießen, verklopfen, also es wird ein großer Aufwand sein, aber wir gehen das Ganze jetzt an. Die Trompete kommt in die Werkstatt und wird in diesem Bereich kleiner, enger gemacht.
Hier sehen wir die Einsiehringe mit unterschiedlichen Durchmessern. Mit diesen wird das geglühte und weiche Instrument eingezogen. Die Positionen sind wieder angezeichnet und nun wird die Trompete vorsichtigst durch diese Loch- oder Einzieheisen geschoben. Nach diesen vielen Vorgängen wird das Instrument wieder weich geglüht und hier wird schon das Blei flüssig gemacht und in die Trompete, ins Trompetenschallstück eingegossen. Dies ist sehr notwendig, da wir nur so das Instrument glätten können, ohne dass es verletzt wird. Mit sogenannten Ausbrucheisen wird diese Trompete glatt geklopft. Die kompletten Übergänge werden somit herausgearbeitet. Anschließend muss das Blei wieder flüssig gemacht werden und komplett ohne jeglichen Rückstand ausgegossen werden. Die dritte Änderung in der Werkstatt ist vollzogen und wir werden das Instrument gleich nochmals vermessen. Was mir zudem aufgefallen ist, der Griff 1 und der Griff 2 sind etwas zu tief. Das dürfen sie auch sein, müssen sie auch sein, weil die Ventilkombination 1-2 sollte dann nicht viel zu hoch sein, aber das erste ist deutlich zu lang und das zweite, also der zweite Ventilzug auch. Deshalb müssen wir nachher in der Werkstatt auch noch die Ventilzüge etwas kürzen, um das Ganze anzupassen. Aber nun sind wir gespannt auf die Intonation nach der dritten Änderung. Das war eine Einengung hier in diesem Bereich. Und jetzt die Messung nach der dritten Änderung. Gehen wir mal auf das große Schaubild der Intonation. Hier sehen wir, die Resonanzamplitude und die Resonanzgüte liegen richtig gut hoch. Nur die Intonation als großes Schaubild. Ich bin sehr zufrieden. Viele denken, oh, wir haben ja aber noch sehr große Abweichungen. Aber wir müssen sehen, es hat sich komplett zusammengeschoben. Wir sind jetzt hier bei -8 und hier bei 18. Also alles im absolut spielbaren Bereich. Jetzt werden wir die Kurven übereinander legen. So, jetzt legen wir die Kurven übereinander. Zunächst mal unsere Ausgangsposition. Dann haben wir die erste Änderung der Trompete in Türkis, die zweite Änderung in Grün und in Pink die dritte Änderung. Also unser jetziger Zustand. Schauen wir uns die Kurven an. Okay, wir sehen hier nochmal den sehr schlechten Ausgangszustand der dunkelblauen Kurve. Die pinke Kurve ist aktuell unsere Kurve. Diese Trompete ist intonatorisch hervorragend spielbar. Jetzt geht es in die Werkstatt, der Zug wird gekürzt, also der erste und der zweite. Und anschließend müssen wir die Trompete natürlich auch nochmal akustisch testen. Wenn die Messergebnisse gut sind und die Trompete hervorragend spielt, geht es an die Feinarbeit. Die letzten Unebenheiten werden herausgefeilt. Anschließend wird die Trompete oder das Trompetenschallstück verschliffen. Das Instrument soll ja auch wieder richtig gut aussehen nach dieser großen Änderung. Hier wird das Instrument an der Polierscheibe vorpoliert und so sieht das fertige ausgestimmte Schallstück aus. Die Trompete wird anschließend wieder komplett zusammengelötet. Die Lötstellen müssen alle einzeln handverputzt werden. Dies geschieht mittels eines sogenannten Zinnkratzers und anschließend wird der letzte Rest des Zinns mit einem Ziehlappen und Bimsmehl mit Öl vermengt geglättet. Jetzt wird der erste Zug gemessen. Wir haben 48 mm Länge. Wir möchten den ganzen Zug um 2x2 mm kürzen, also sollte nachher eine Gesamtlänge von 46 mm haben. Der Zugbogen wird herausgelötet und die einzelnen Zugteile werden um 2 mm gekürzt, außen und natürlich auch innen. Danach löten wir die Trompete wieder zusammen. Die Züge werden genauso verputzt
und es geht an den letzten akustischen Test. Hier sehen wir 2 mm kürzer, 46,0.